Moin Leute und willkommen zurück zur Kryptographie. Heute geht es weiter mit dem McEliece-Verfahren und zwar machen wir heute so ein kleines Übergang-Ding. Das ist noch nicht CCA1 sicher, sondern eigentlich auch nur CPA sicher, aber wir brauchen es für CCA1 und deswegen fangen wir direkt mal an. Ja, was wir tun wollen ist, wir wollen jetzt ein K-Repetition McEliece-Verfahren bauen. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen bescheuert an. Wir wiederholen sozusagen McEliece K mal, also eine bestimmte Anzahl von Malen. Und ja, was wir jetzt dadurch bekommen, ist quasi K mal eine andere Verschlüsselung, denn wir verschlüsseln ja jedes Mal anders. Okay, aber genug gelabert, jetzt fangen wir erstmal direkt an. Wir modifizieren das Ganze und deswegen kopiere ich den ganzen Kram hier einfach mal und füge mir den hier unten hin, damit wir hier unten unsere K-Repetition McEliece Variante bekommen. So, was wir jetzt also machen, ist folgendes. Unsere Algorithmen, Gen, Enc, die nehmen wir einfach mal an. Die sind da immer noch, also die können wir als gegeben annehmen. Und was wir jetzt machen, ist, wir haben einen Gen-Algorithmus, den nennen wir jetzt einfach mal Gen-K. Also dafür, dass wir den K-Repetition McEliece durchführen wollen. Der nimmt natürlich wie immer dieses N, diesen Parameter. Und was der jetzt macht, ist, er liefert uns K mal verschiedene Keys, also K Public Keys und K Secret Keys. Also quasi eine Liste aus Listen. Jetzt wird es langsam interessant. Ja, wir haben hier ein PK1 und, upsala, oben, und ein SK1. Okay? Und danach kommt noch ein PK2 und ein SK2, also ein zweiter Secret Key, ein zweiter Public Key und so weiter und so fort, bis wir eben bei dem Karten Public Key und dem Karten-Secret-Key liegen. Achtung, ich schreibe jetzt hier einfach deswegen mal Punkt, Punkt, Punkt. Das geht immer so weiter und jetzt haben wir hier insgesamt dann... Ach komm schon, warum denn? So, jetzt habe ich das schon mal fertig gemacht für euch, sonst hättet ihr nur warten müssen. Okay, wir haben insgesamt also K Public Keys und wir haben K Secret Keys. Und mit denen können wir jetzt arbeiten. Wir benutzen auch unseren Enc-Algorithmus wieder weiter. Allerdings benutzen wir jetzt hier nicht den Public Key, sondern wir benutzen alle Public Keys. Also wir bekommen hier nicht ein Public Key rein, sondern wir bekommen alle Public Keys. Achtung, ich schreibe hier auch ein K hin, dass wir wissen, dass es sich um das Enc-Verfahren handelt, mit dem wir jetzt hier was machen wollen. Also dass wir wirklich nicht nur einmal verschlüsseln, sondern diese besondere Verschlüsselung haben. Okay, ich schreibe jetzt hier direkt die Punkte hin. Und dann haben wir insgesamt K Public Keys hier drin. Aber natürlich wieder mal nur eine Nachricht. So, ich schreibe das hier in die neue Zeile, dann ist es ein bisschen klarer. Okay, also K Public Keys und eine Nachricht M. Die Länge der Nachricht ist jetzt uns in dem Fall egal. Das ist wie vorher auch eigentlich gemacht. Aber wir brauchen jetzt hier nicht direkt angeben, dass das jetzt eine K-Bit lange Nachricht ist. Vor allem, weil wir hier K anderweitig belegt haben. Das ist nämlich ein anderes K. Okay. Und jetzt ziehen wir uns nicht nur einen Vektor E aus 0, 1 hoch n, also ein nicht Einheitsvektor, ein Vektor mit n Zahlen, sondern wir ziehen uns insgesamt k Vektoren mit k, also mit k mal dieser Eigenschaft, dass sie ein Gewicht t haben. Also nicht nur ein, sondern einfach wieder k Stück ziehen. Okay. So, und genau dasselbe passiert hier unten. Im Prinzip machen wir hier auch nichts anderes, als jedes Mal McEliece durchzuführen mit dem Public Key 1, dann dem Public Key 2 und so weiter und so fort. Also wir führen im Prinzip K mal den McEliece aus. Deswegen lösche ich das Ganze hier jetzt einfach mal und sage, wir bekommen hier nicht nur ein Chiffrat, sondern wir bekommen einfach K verschiedene Chiffrate, die wir von diesem Verschlüsseln bekommen. Also wir führen im Prinzip den normalen Verschlüsselungsalgorithmus aus mit PK1 und der Nachricht. Das zweite Chiffrat, was wir hier haben, ist die Verschlüsselung mit dem PK2 und der Nachricht und so weiter und so fort. Insgesamt haben wir hier dann K verschiedene Verfahren und ich mache jetzt hier wieder mal einen Punkt, Punkt, Punkt rein und ein Komma. Und am Ende haben wir, wie gesagt, K hier stehen, auch mit der Nachricht verschlüsselt. Also wir verschlüsseln die Nachricht einfach K mal. Sowas, was wir machen würden, wenn wir, keine Ahnung, total verrückt sind. Einfach genau dieselbe Nachricht K mal verschlüsseln. Jeweils mit einem anderen Public Key und die Secret Keys haben wir natürlich auch gespeichert. So.
Hier geht es weiter mit dem DEC-Algorithmus, der heißt jetzt auch DEC-K. Und wir bekommen hier logischerweise genauso K-Secret Keys, wie wir oben K-Public Keys bekommen haben. Und was wir jetzt machen können, ist folgendes. Also ich sage jetzt hier auch wieder, wir benutzen den DEC-Algorithmus einfach. Aber es reicht ja im Prinzip, wenn wir einen einzigen DEC-Algorithmus ausführen. Da stimmt ihr mir wahrscheinlich zu. Wir müssen nicht alle K-Chiffrate, also hier stecken ja im Prinzip K-Chiffrate drin, denn wir haben ja auch K mal die Verschlüsselung durchgeführt. Im Prinzip sind das hier K verschiedene Chiffrate. Aber es reicht völlig aus, wenn wir hier ein einziges Mal zum Beispiel mit dem ersten Secret Key entschlüsseln. Und zwar schreibe ich jetzt hier C1 rein. Damit meine ich diese Variante hier. Also wir entschlüsseln am Ende nur das hier mit dem Secret Key 1. Wir können natürlich auch, wenn wir Bock drauf haben, den zweiten nehmen. Wir können aber auch den dritten nehmen oder den vierten, fünften bis hin zum Karten. Wir können K mal entschlüsseln, aber es reicht uns eins davon. Ja, das Ganze hört sich total bescheuert an, wie eine riesen Speicherplatzverschwendung. Im Prinzip ist es das auch. Es ist immer noch nur CPA-sicher, aber es ist so eine kleine Zwischenkonstruktion für das CCA1-sichere Verfahren und das werden wir uns nächstes Video angucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. K-Repetition Mac Elise, totale Platzverschwendung und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.